natürlich, ganz klarer Fall. Müslig's tut gut, genießt doch gescheiter. Und natürlich geht's weiter. Schoko, Haselnuss, Mandel, Traube, Kellogg's Müslix, das Müsli im Riegel. Natürlich geht's weiter. Das ist Liss, das flüssige Vollwaschmittel für Buntwäsche, die bei starkem Schmutz besondere Waschkraft braucht. Und damit Buntes nicht verblasst, gibt's halt nur Liss. Denn Liss packt den Schmutz und schont die Farben. Sag ich doch, das packt nur Liss. Ja, liebe Zuschauer, kriegen Sie keinen Schreck. Ich bin's wieder, nur Martina Menning. Heute an unserem Fitness- und Gesundheitstag geht's um Haare, um gesunde Haare vor allem, aber auch, wir können es nicht lassen, um gestylte Haare. Und bei uns laufen die Telefone heiß. Die Leute riefen schon immer während des Spielfilms an und wollten unser Haarquiz auflösen. Aber jetzt geht es erst los. Wer jetzt durchkommt und die richtige Antwort hat auf die Frage, welche prominente Deutsche ist durch diese verrückten Frisuren, ja, noch prominenter geworden oder überhaupt erst richtig bekannt geworden. Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann gewinnen Sie dieses Frisuren-Style-Set. Ah, und ich höre schon jemanden. Hallo, wer ist da? Ja, hallo? Hallo, hier ist Martina Menning von RTL Plus. Wer spricht? Hier ist Heinz Schmitz. Hallo, Heinz Schmitz. Jawohl. Wissen Sie die richtige Antwort? Da ist die Gloria, Fürstin von Turnen Taxis. Richtig, genau, das ist die richtige Antwort. Und ich meine, so ein bisschen, ne, kann man ja sagen, das Styling. Solche Fotos gab es ja von ihr, vielleicht nicht mit ganz so grellen Strähnen. Das ist heute ja nicht mehr so. Sie haben dieses wunderschöne Haarset gewonnen. Können Sie denn damit was anfangen? Sind Sie so ein Haarstyler? Ja. Mit einer schönen Sonnenbrille, ne, für einen Urlaub, so ein bisschen geckig, bisschen punkig. Eine Bürste extra, da können Sie Haarlack einführen und einfüllen und dann eben so richtig sprühen, während Sie bürsten. Finde ich, ist eine witzige Erfindung. Hier ist die Bürste zu sehen und jede Menge Pflegeprodukte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Ich danke euch recht vielmals. Jo, okay, tschüss. Okay? Vielen Dank auch. Ja, liebe Zuschauer, und wir kommen aus dem Stylen einfach nicht heraus. Wir müssen einfach weitermachen. Und was man wohl sagen kann, für den Trend 88 ist, dass also Haarteile angesagt sind. Das nicht? ist richtig. Hier in unserem Studio, alle, die Sie noch nicht kennen, Renate Weiß, Hairstylistin aus München. Und wir legen mal los mit Ja, den würde ich auch Haarteilen. Richtig verrückt. Das ist natürlich schon sehr punkig, nicht gerade für normal, sondern Na gut, also das, für was ich jetzt außergewöhnliche mache, Anlässe. Ne? was ich jetzt mache, das ist eigentlich bei uns Mode. Was heißt bei uns? Bei uns in Bei uns München. in München sogar sehr große Mode. Da rennen Sie also alle auf der Straße schon so rum mit Natürlich. den wilden Haarteilen? Klar. Aber normalerweise dürfte das in Köln auch so sein, weil in Köln sind die Leute eigentlich Ja, sehr schnell bei der Mode. karnevalsmäßig jedenfalls. Ich muss also sagen, dass die Frisuren in Köln immer als erstes zu sehen sind, bevor Ja. sie überhaupt nach München kommen. Also das ist schon Wo kriegt man denn wirklich eigentlich verrückt. also so ein Haarteil? Kauft man das beim Friseur? Beim oder? Friseur, ja. Ja. Ich meine, das muss man natürlich auch erstmal sich Das ist selber so eine anstecken Klammer, können. das geht ja? ganz einfach. Das ist federleicht, das wiegt höchstens 100 Gramm. Was ist so eine kostet sowas? Bananenspange drin. Ja, so um die 100 Mark. Das ist verschieden, wo man es kauft natürlich. Ja, ne? klar. Das ist unterschiedlich. Bisschen verschieden. Ganz Und das ist also einfach. Kunsthaar, nicht? Das ist nicht Das ist Kunsthaar, ja. natürlich. Die Locken bleiben aber. Und Fühlt deswegen sich allerdings ist Kunsthaar erstaunlich ganz an. gut. Die Locken gehen nicht raus. Und jetzt hat sie zu dicke Haare, jetzt kriegen wir das, Nee, das nicht zu. Quatsch. Soll ich irgendwo festhalten? Wo soll ich festhalten? Das ist witzig, ist ganz einfach. So, jetzt ist alles klar. So. Und das trägt man auch so verrückt mit verschiedenen Farben Ja, kombiniert. mit Also man verschiedenen Farben. trägt das Haarteil offen. Man versucht es gar nicht zu kaschieren. oder Nein, so. man darf also überdeutlich sehen, dass es ein Haarteil ist, dass es Haarersatz ist und das sind ja ganz witzige Sachen. Und da Ja. muss das Also eigentlich richtig nicht so offen eingearbeitet verkleidet, ja, kann man natürlich. sagen, ne? Richtig. So, und dann darf natürlich auch nicht stören. Nicht, dass man sich das Haarteil irgendwo einklemmt. Nee. Das wäre natürlich ganz ungünstig. Oh, jetzt geht wieder Du hast diese mich eben gefragt, was Vergasung die los. kosten. Also so Ja. meistens um die 100 Mark, weil das soll ja auch eine Sache sein, die man sich leisten kann, weil es Ja. einfach ein Modegag ist. Ne? Gibt es denn überhaupt sowas in Naturhaar? Nein, gibt es Nee. überhaupt nicht. Das ist Ja. auch gar nicht so herstellbar in Naturhaar. Ja. Wenn man da so eine starke Dauerwelle reinmachen würde, würde das verfilzen. Ja. Und das schafft man auch alleine, dieses Ja. sich da hinten ranzubiegen. Da muss man nur ein bisschen Übung Das haben. schafft ja? man, Silvia, ne? Das machst du immer ganz alleine zu Hause. Doch, sie hat so ein Haarteil, Also, sie macht das du ganz benutzt alleine das auch selber, ja? Ja. Sicher. Und zu welchen Anlässen trägst du das? Ja, in die Disco. In die Disco, richtig, Disco geht, wenn's losgeht. So, und damit das hier noch ein bisschen besser rauskommt, Kommt gleich noch ein zweites. kommt noch ein zweites rein. Moment. Stehe ich auf deiner Leitung.
Ja, wird auch noch alles festgesteckt und festgesprayt, damit das dann... Ja, die Teile brauchst du nicht festzusprayen, die brauchen wir nur festzustecken, aber die anderen Haare dazu. Ne? Gibt es dann auch Ponys, die man also sich verstärken kann, oder geht es immer darum, das anzustecken? Also man kann eigentlich alles Mögliche machen. Ja, es gibt auch Ponys, die kannst du anstecken und das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Weil wenn ein bisschen... Aber jedenfalls für abendliche, festliche Anlässe kann man das ruhig mal so richtig als verrücktes Styling machen. Ja gut, also finde ich, ist wirklich eine Attraktion, kann man schon sagen. Ne? Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Renate. Es war ein toller Abend, also wirklich durchgestylt. Ich hoffe, du kommst mit dieser Frisur gut nach Hause. Ja, und falls Sie sich für unser Frühstücksfernsehen interessieren, liebe Zuschauer, was da morgen abgeht, sehen Sie im folgenden Trailer. Und danach kommen die Spätnachrichten, präsentiert von Angelika Bade. Guten Morgen, hier ist das Frühstücksfernsehen von RTL Plus mit dem aktuellen Stellenmarkt. Wenn Sie an einem der nachfolgenden Angebote interessiert sind, dann wenden Sie sich bitte an das angegebene Arbeitsamt. Wichtig sind die im Bild eingeblendeten Kennziffern. Die brauchen Sie für Rückfragen oder für Ihre Bewerbung. Und nun viel Erfolg. So sieht das also aus. Und so startet jeden Morgen um 6 das Frühstücksfernsehen von RTL Plus. Eine halbe Stunde lang informieren wir Sie, welche freien Jobs es gibt, für wen und ab wann und vor allem wo in Deutschland. Wenn Sie arbeitslos sind oder wenn Sie sich beruflich verändern wollen, dann schauen Sie doch einfach mal rein. Der Stellenmarkt von 6 bis halb 7 jeden Morgen in Guten Morgen Deutschland, dem Frühstücksfernsehen von RTL Plus. Bis morgen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Bildern des Tages am späten Abend. Auch Stunden nach der Flucht der Bochumer Geiselgangster hat die Polizei noch keine heiße Spur. Das Drama begann heute Morgen um 8 Uhr, als ein Mann und eine Frau in eine Sparkassenfiliale in Bochum eindrangen. Und es lief ab wie ein Krimi. Seit 8 Uhr morgens haben sich die beiden Gangster mit ihren Geiseln in der Bank verschanzt. Als die Polizei nach 7 Stunden noch immer nicht auf die Forderungen eingeht, verlieren die Geiselgangster die Nerven. Kurz nach 15 Uhr verlassen sie das Gebäude. Die Geiseln, darunter der Filialleiter und eine Frau, werden mit Pistolen in Schach gehalten. Die Polizei hat die Hauptverkehrsstraße weiträumig abgesperrt, alle Schaulustigen zurückgedrängt. Zunächst fliehen die Täter zu Fuß, ihre Opfer als Deckung vor den Scharfschützen dicht an sich gezogen. Auf dem Fluchtweg geraten die Geiseln in Panik, schreien verzweifelt nach einem Fluchtwagen. Dann spitzt sich die Lage zu. Die Gangster stoppen mit der Waffengewalt einen VW Passat. Geistesgegenwärtig springt der Fahrer aus dem Wagen, rennt um sein Leben. Mit ihren Opfern flüchten die Täter in einem grünen Mercedes. Kurz darauf lassen sie ihre Geiseln im benachbarten Hattingen frei, entkommen im dichten Großstadtverkehr. Der Passatfahrer kann seine halsbrecherische Flucht noch gar nicht begreifen. Ich bin rausgesprungen. War das nicht ein bisschen riskant, er hätte auch schießen können? Ja, sicher, aber vielleicht war das andere riskanter. Vom Tatort berichteten meine Kollegen Ulrich Klose und Rolf Niebuhr. So ziemlich alles, was man essen kann, gibt es ab morgen wieder in Berlin zu sehen und zu probieren, und zwar auf der Grünen Woche in den Messehallen unter dem Funkturm. Aussteller aus 53 Ländern sind dort. Heute gab es schon Einlass, aber nur für besondere Gäste. Die Pferde sind dieses Jahr die Stars auf der Sonderausstellung Deutsche Pferdezucht. 150 Wiehern in den Messehallen. Heute Abend bei der offiziellen Eröffnung ging es weniger fröhlich zu. Anlass sind die Diskussionen der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel. Der Bauernverbandspräsident Heeremann fürchtet um die Einnahmen der deutschen Landwirte. Frisch frisiert ahnt er von den Problemen wohl nichts. Tierliebhaber haben diesmal viel zu sehen, auch recht Kurioses. Eine alte Öltonne als Kaninchenstall, eine deutsche Idee für die dritte Welt. Morgen werden die Tore für 10 Tage geöffnet. Voraussichtlich kommen wieder fast 500.000 Besucher. Der Züchter dieser Ziege sagte uns, dass seine Tiere den Besucheransturm immer besser überstehen als er selber. Wir bleiben in Berlin, aber wir gehen auf die andere Seite der Mauer. Die DDR-Regimekritikerin Vera Wollenberger ist heute Morgen in Ostberlin zu 6 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Vera Wollenberger gehört zur Gruppe Kirche von unten.
Sie war am 17. Januar in Ostberlin während einer SED-Massenkundgebung zu Ehren der beiden kommunistischen Arbeiterführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verhaftet worden. Gemeinsam mit anderen Oppositionellen hatte sie versucht, mit Transparenten für mehr Bürgerrechte zu protestieren. Mit dabei war auch Doris Peter. Nach 4-tägiger DDR-Haft ist die 38-Jährige seit heute im Westen. Jürgen Bollmann sprach mit ihr. Wir wollten nicht provozieren, auf keinen Fall. Wir wollten die Missstände eigentlich und diese Freiheitsentzug, und das wollten wir ansprechen. Wir wollten nicht provozieren, wir wollten das bloß ein bisschen öffentlich bringen, dass die Leute auch mal ein bisschen aufwachen. Und wir wollten eigentlich einen Dialog zu der Regierung haben, dass man mit uns spricht. Sie hatten ja Ihren Ausreiseantrag schon vor 2 Jahren gestellt. Ich wollte immer noch ausreisen, obwohl es sehr überraschend kam, weil ich zu der Zeit ja in der Untersuchungshaftanstalt war und vorher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und Haftbefehl erlassen wurde. Und der Paragraph 217 besagt eben, Zusammenrottung heißt das eben, da kann man eine Haft erhalten bis zu 2 Jahren. Heute durfte ja auch Ihr Kind ausreisen. Wussten Sie das? Haben Sie damit gerechnet oder hatten Sie da Angst, dass das vielleicht nicht mit ausreisen darf, als Sie dann in Haft saßen? Nein, damit habe ich auch gerechnet und man hat mir auch versprochen, dass mein Kind in kürzester Zeit nachgeliefert wird. Und meine Eltern haben mir heute mein Kind hier nach West-Berlin rübergebracht. Sie wissen, dass Sie jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, über längere Zeit wieder in die DDR einzureisen. Das hat man uns gleich, als sie uns entlassen haben, gesagt, dass wir nie wieder in die DDR einreisen dürfen. Tja, und die Schrecken der letzten Tage sind Doris Peters noch ganz genau anzumerken. Ganz anderes Thema. Nächste Woche will der Hamburger Senat den Rotstift dort ansetzen, wo es sowieso schon zu wenig Geld gibt. Im Bereich Schule und Ausbildung. Deshalb sind heute Abend Schüler, Lehrer und Studenten in Hamburg auf die Straße gegangen. Mit der Kamera dabei mein Kollege Klaus Ebert. Bei strömenden Regen kamen zwar weniger Demonstranten als erwartet, doch gegen die Sparpläne des Senats gingen zum ersten Mal Schüler, Studenten und Lehrer gemeinsam auf die Straße. Stellenabbau bei den Lehrern, Schulen und Kindergärten, die geschlossen werden sollen, und eine Universität, die um die Hälfte verkleinert werden soll. Gegen diese Senatspolitik wurde heute demonstriert. Kultursenator Ingo von Münch fand die Demo gut und richtig. Doch ob er die Sparpläne verhindern kann, bleibt zweifelhaft. Immerhin erreichen Hamburgs Schulden in diesem Jahr die Milliardengrenze. Der preisgekrönte Münchner Modemacher Manfred Schneider ist bei einem Unfall in Oberitalien ums Leben gekommen. Am Steuer seines Mercedes-Kombi saß Schneiders Freund und Produktionsleiter Johann Stockhammer. Auf der Autobahn scherte ein Lastwagen plötzlich aus und rammte Schneiders Wagen. Der Modemacher wurde getötet, sein Freund überlebte schwer verletzt. Schneider war bekannt für seine exklusiven Abendkleider. Zu seinen Kundinnen zählten unter anderem Senta Berger, Iris Berben und Jasmin Aga Khan. Regen und Wind konnte rund 5000 Demonstranten nicht abhalten. Sie gingen heute Abend hier in Köln auf die Straße, um gegen die Arbeitsplatzvernichtung aufmerksam zu machen. In Köln liegt die Arbeitslosenquote bereits bei 15%, höher sogar als im Saarland. Meine Kollegin Gabriele Tuckay berichtet. Sonderbusse karten die Demonstranten zum Gewerkschaftshaus. 60.000 Arbeitslose gibt es in Köln. Rund 60% davon sind ungelernte Hilfskräfte. Darunter allein 12.800 Ausländer, meist Türken und Spanier. Köln ist zu einseitig strukturiert. Die einst florierende Autoindustrie setzt immer mehr auf Technik. Ungelernte Arbeitskräfte kommen nirgendwo mehr unter. Die Demonstranten nennen den Kölner Stadtteil Ehrenfeld bereits das zweite Rheinhausen. Dort sind zahlreiche Metallarbeitsplätze bedroht. Doch Köln bemüht sich, mindestens 5.000 werden zurzeit in verschiedenen Bereichen umgeschult. 36 Stunden nach der Entführung von Ralf Rudolf Schrey hat sich eine revolutionäre Gerechtigkeitsorganisation zur Tat bekannt. Das ist angeblich eine pro-iranische Gruppe, die seit einem Jahr mit Entführungen auf sich aufmerksam macht. Im Radiosender Stimme des Libanon warnte der Sprecher der Kidnapper die Syrer, sie sollten auf der Suche nach den Entführern keine Torheit begehen. In der Tat durchkämmen syrische Soldaten in diesen Minuten den moslemischen Westteil Beiruts. Haus für Haus, Stockwerk für Stockwerk arbeiten sie sich durch die schiitische Hochburg immer näher an die Verstecke der Geiselgangster und ihrer Opfer heran. An Straßensperren untersuchen Soldaten alle Autos, lassen niemanden unkontrolliert fahren. Syriens Staatspräsident hat der Bundesregierung versprochen, dass er alles, aber auch alles für die Freilassung der beiden deutschen Geiseln im Libanon tun werde. Rudolf Cordes, der Mann, der seit 376 Tagen in Beirut in Geiselhaft leben muss, und Ralf Rudolf Schrey, der gestern verschleppt wurde. Von beiden hat der 30-jährige Ingenieur die besseren Chancen. Der Sohn eines deutschen Vaters und einer libanesischen Mutter spricht kaum Deutsch,
fühlt sich als Libanese. Und um seine Freilassung bemühen sich seit gestern auch hohe iranische Offiziere, die Einfluss auf die pro-iranische Hisbollah haben. Außerdem ist Ralf Rudolf Schrey mit einer Libanesin verheiratet. Seine junge, schwangere Frau hat heute einen dramatischen Appell an die Entführer ihres Mannes gerichtet. Wir sind erst 7 Monate verheiratet. Bitte, lasst meinen Mann frei, aus Rücksicht auf unser ungeborenes Kind. Heute auf den Tag genau vor 2 Jahren die größte Katastrophe in der Geschichte der Raumfahrt. Das Space Shuttle Challenger explodierte, 7 Menschen starben und die USA stoppten ihre Weltraumpläne. Die NASA errichtet jetzt ein Denkmal für die toten Astronauten. Nur 73 Sekunden dauerte der Flug der Challenger vor 2 Jahren. Zum Gedenken an dieses schreckliche Unglück legten alle Mitarbeiter der NASA heute für exakt 73 Sekunden die Arbeit nieder. Die NASA hat beschlossen, im Kennedy Space Center ein Denkmal für alle Astronauten zu bauen. Bisher kamen 14 amerikanische Astronauten ums Leben. Und das ist das Modell für das Denkmal. Space Mirror heißt es, also Spiegel des Weltraums. Über 6 Millionen Mark wird es kosten. 1990 soll die Gedenkstätte fertig sein. Die NASA hat den nächsten Start eines Space Shuttles übrigens erneut um 2 Monate verschoben, auf den 4. August. Es gibt immer noch Probleme mit den Antriebsraketen, den Booster. Ein Leck in einer solchen Feststoffrakete hatte die Katastrophe damals ausgelöst. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, wer der Größte unter den Pariser Modeschöpfern ist. Der Modekaiser heißt wie im vergangenen Jahr Christian Lacroix. Für seine spanisch angehauchte Folklore-Mode, die wir Ihnen am Sonntag gezeigt haben, erhielt Lacroix den goldenen Fingerhut der Haute Couture. Heute waren wir bei einem anderen Großen an der Seine zu Gast, der diesen Preis unzählige Male schon erhalten hat. Und das ist Yves Saint Laurent. Altmeister Yves Saint Laurent hat sich von Friedenstauben inspirieren lassen. Die Tauben sind das Leitmotiv, egal ob am Kleid festgemacht, als Hut getragen oder als Schmuckstück von Hals und Ohren funkelnd. Die Stickereien auf den Seidenkebs kosten allein 60.000 Mark. Yves Saint Laurent bevorzugt einfarbige Kleider, helle Farbtöne in Beige, Havanna, Eisblau oder Hellrot, wie geschaffen für einen sonnigen Sommertag. Aus Marokko hat der Modekönig die Idee für diese zarten Schleierroben, die mehr enthüllen als verdecken. Laurents Modelle sitzen nicht mehr wie eine zweite Haut, sie sind leicht und locker um den Körper drapiert, aber sicher nicht für jede Figur geeignet. Ja, für meine jedenfalls nicht. Viele Menschen lieben Tiere und haben sie deshalb auch gerne zu Hause. Die einen vielleicht Hunde oder Katzen, andere wiederum halten Krokodile, Schlangen oder gar Vogelspinnen. In Schottland genießt ein sonst so scheues Reh Familienanschluss. Immer und überall dabei, wie ein richtiges Familienmitglied. Das ist Barbie, ein 18 Monate altes Reh in Schottland. Und weil das Fernsehen da ist, darf Barbie heute einmal an der Hauspflanze knabbern. Im Wohnzimmer wird abends zusammen RTL Plus natürlich via Satellit geschaut. Am liebsten mag das Reh den RTL-Lümmel Karlchen. Wenn die Hunde ausgeführt werden, ist Barbie natürlich auch dabei. Ja, bei diesem Schauspiel, da staunen sogar die Kühe. Aber Treckerfahren macht Barbie noch am meisten Spaß. In Deutschland ist die Sportart Nummer 1 ganz klar der Fußball. In Amerika ist dies American Football, entfernt mit dem englischen Rugby verwandt. Am kommenden Wochenende steigt in San Diego das Endspiel um die amerikanische Meisterschaft, kurz Super Bowl genannt. Ganz Amerika kennt in diesen Tagen nur noch dieses Thema, das selbst in den Nachrichtensendungen an allererster Stelle steht. Wenn in San Diego der Kick-Off beginnt, starren Millionen Amerikaner gebannt auf ihren Fernseher. An ein geordnetes Familienleben ist nicht zu denken. Denver Broncos gegen die Washington Redskins heißt in diesem Jahr die Finalpaarung und die Wogen schlagen schon Wochen vorher hoch. Manchmal zu hoch. Ein Anhänger der Broncos bot in einer Zeitungsanzeige demjenigen seine Frau an, der ihm eine Eintrittskarte fürs Endspiel verschaffen konnte. Ein Ticket bekam er trotzdem nicht, dafür aber gehörigen Ärger mit seiner Familie. Tja, und wir bieten Ihnen heute Abend, wie jeden Abend, die Wirtschaftsnachrichten von RTL+. Der Dollar wurde heute in Frankfurt mit 1,6691 Mark notiert. Er ist also wieder leicht gesunken. In New York wurde der Dollar vor einer Stunde mit 1,6670 Mark festgelegt. Das ist also noch etwas weniger, als er in Frankfurt war. Das Stimmungsbarometer der führenden US-Gesellschaften, der sogenannte Dow Jones Index, ist um 18,9 Punkte gestiegen. Damit steht der Dow Jones Index jetzt bei 1930,04 Punkten. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen Anne Meyer ans Herz zu legen, denn sie hat wieder ihr Wetter für Sie parat. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, zu den späten Bildern des Tages. Bis dann, tschüss und guten Abend.
heute die Sonne scheint, verrät Ihnen Whiskas. Auch wenn's regnet. Katzen würden Whiskas kaufen. Ein dickes Tief über dem Atlantik ist für die milden Temperaturen bei uns verantwortlich. Aber über Nordskandinavien hat sich inzwischen ein Schub kalter Luft zusammengebraut. Guten Abend, liebe Zuschauer. Sagen Sie, sind Sie auf dem Weg ins Büro auch so quitschenass geworden? Wir Frauen sind da mit den dünnen Nylonstrümpfen immer besonders schlecht dran. Und ich glaube, niemand lässt sich gerne im trockenen Wohnzimmer auf Regen einstimmen. Aber das Wetter lässt mir nichts anderes übrig. Außer im Westen und im Südwesten regnet es heute Nacht im ganzen Land. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad. Ich finde immer, mit einem Lied auf den Lippen geht bekanntlich alles besser. Wie wär's denn mit I'm Singing in the Rain? Das passt jedenfalls hervorragend zum morgigen Wetter. Es wird plätschern, gießen, schütten und das in ganz Deutschland. Die Temperaturen sind wegen des Südwestwinds mit seiner warmen Luft aus Spanien und Portugal immer noch viel zu mild für die Jahreszeit. 8 Grad im Westen, 8 Grad im Südwesten und 6 Grad südlich von Braunschweig. Sonst überall 5 Grad. Es ist doch wie verhext. Auch die Wochenendaussichten sind verregnet. Am Sonntag wird es etwas kühler, aber prompt danach klettert das Thermometer wieder nach oben. Im Süden Österreichs machen sich überall viele Wolken breit. Auch dort bleibt der Regen nicht aus und ab 800 Meter fällt Schnee. Falls Sie einen Wochenendtrip in europäische Nachbarsländer planen, der ADAC erwartet nirgendwo auf den Autobahnen und Fernstraßen außergewöhnliche Verkehrsstörungen. Er läuft so tollpatschig wie Charlie Chaplin, ist angezogen wie ein Oberkellner und gilt als komischer Vogel. Aber bei Temperaturen von minus 60 Grad hat der Bewohner der südlichen Halbkugel nichts zu lachen. Doch die putzigen Kerle können mehr ab, als man glaubt. Kopfüber und furchtlos stürzen sie sich ins frostig kalte antarktische Meer. Tauchen für ihr Futter bis zu 300 Meter tief und bei einer Körpertemperatur von 40 Grad bleibt sogar der Schnee auf ihrem Bauch liegen. Also ich schreie schon völlig hysterisch bei einem Schneeball im Nacken. Naja, bin ja auch kein Pinguin, sondern ein Wetterfrosch. Bis morgen. Mein Kater Mounts und ich, wir mögen uns unheimlich. Ich brauche mich nur irgendwo hinzusetzen und schon ist er da und will mit mir schmusen. Und das finde ich toll. Also am liebsten mag er Whiskas. Da kann er gar nicht abwarten. Es sieht appetitlich aus und es riecht gut. Und er ist ganz wild auf die dicken Fleischbrocken. Da lässt er nichts übrig. Für mich ist es am wichtigsten, wenn Mount sich wohlfühlt. Und deshalb bekommt er Whiskas. Katzen würden Whiskas kaufen. Vielen Dank, Angelika Bade und Anne Meyer. Liebe Zuschauer, Sie sehen es, ich kann es einfach nicht lassen. Ich möchte jetzt zu jeder Moderation eine neue Frisur, eine neue Perücke haben. Ja, und an wen erinnert Sie dieses Stirnband? Zum Glück nicht die Haare, aber vielleicht das Stirnband. Genau, an welche Moderatorin von RTL Plus? Da fällt mir ein, Isolde Tarach. Und die werden Sie jetzt auch sehen bei Action neu im Kino. Zu Gast wird sein bei ihr Desiree Nosbusch und der Regisseur von Geierwalli, Walter Bockmeier heißt er. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Action neu im Kino, das Neueste aus der Kinoszene.